Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media und wir begleiten hier meinen Hausbau der Sonnleiten-Residenz im schönen Salzkammergut in Österreich. In diesem Hang wurden für das Carport und das Haus rund 1000 Kubikmeter Erdmasse entfernt. Danach wurde schon mit dem Rohbau gestartet und mittlerweile steht das Mauerwerk von allen 3 Stockwerken inklusive den Giebelwänden und diese Woche soll schon mit dem Dachstuhl gestartet werden. Heute mit ein bisschen einer anderen Komposition von dem Video. Wir hatten nämlich Lichtbradl Montag. Ihr bekommt jetzt eine kurze Geschichte-Lektion vom inneren Salzkammergut. Speziell jetzt in Bad Ischl gibt es diesen Lichtbradl Montag. Früher war das quasi der Punkt, wo man wirklich das erste Mal das künstliche Licht dann eingeschaltet hat. Dadurch, dass man so lange gewartet hat, hat man aber wiederum Kosten gespart und dann hat der Arbeitgeber normalerweise dann ein Bradl spendiert. Das ist die Grundgeschichte von dem Ganzen. Mittlerweile wird das aber alles so unter den Partien gemacht, zumindest jetzt bei der Baufirma. Ich bin eingeladen worden ins schöne, wenn ich das überhaupt sagen darf, ich glaube, ich schneide das jetzt raus, denn es soll ein verborgener Platz bleiben. Das ist ein kleiner See, der gepachtet worden ist. Da ist ein Wahnsinns-Fischbestand drinnen von Koi-Karpfen, normalen Karpfen und, also wirklich sensationell. Ich hatte die große Ehre, dass ich da dabei sein darf, war wirklich sehr, sehr angenehm und habe mit dem Handy gefilmt, die schmeiße ich euch jetzt rein. Hey, beweg dich nicht, huck dich nicht, huck dich nicht. Da! Ja, mach mal. Krise, ich bitte Sie. Ja, wenn man nicht stemmen kann. Ja, das ist ein ganz schön gut rein. Ja, warte. Warte schon mal, Bara. So geht das nicht. Wo fahren wir jetzt hin? Und da fahren sie. Schau, der Fisch, er verfolgt das. Sicher. Und jetzt haben wir mittlerweile schon Dienstag. Es ist ein halber Tag gestern gearbeitet worden. Schauen wir mal runter auf die Baustelle, dann zeige ich euch, was sich getan hat. Jo, Christian, sind Sie die Bauaufsicht? Sind Sie die Bauaufsicht oder was? Sag mal, was sind Sie da? Sind Sie die erste Gast? Darf ich eine kurze Frage stellen, bitte? Und so viel jetzt einmal zum Start hier in das Baustellen-Update. Ich stehe jetzt gerade beim Haupteingang. Hier geht's rein. Ihr kennt es, die Sonne kommt auch ganz kurz raus. Und wenn man da hochschaut, dann seht ihr da hinten schon mal viel, was hier gemacht worden ist. Oben ist schon alles zugespachtelt worden. Da ist auch XPS drauf gekommen. Ich glaube zumindest, dass XPS ist. Isolierung auf alle Fälle. Und ist jetzt eben alles verspachtelt, damit dann jetzt Ende Oktober beziehungsweise November, Mitte November, mal schauen, wie lange das dann tatsächlich dauert, aber dass zumindest, wenn sie da sind, die Fenster reinkommen können. Da ist das letzte Mal ein Kommentar gekommen, so quasi, warum eigentlich keine bodentiefen Fenster im ganzen Haus bei der Aussicht. Zum einen ja Kompliment an die Aussicht, finde ich ja super und cool. Also wenn man hier beim Fenster zum Beispiel ein bodentiefes Glasfensterelement hin platziert, dann kann man ja entweder eine Terrassentür platzieren oder eben ein Fixteil. Beim Fixteil könnte man aber dann von außen nicht mehr zum Glas kommen. Das heißt, wie will man das dann da draußen putzen und reinigen? Denn nichts ist schlimmer als viel Glas und alles dreckig. Denn wenn ich da jedes Mal eine Leiter bei dieser Neigung, da sieht man ja nicht runter, weil da das Gerüst ist, aber da dazwischen ungefähr, also das nehmen wir jetzt den obersten Stock, wenn man da immer eine Leiter anlehnen müsste, um das eben zu reinigen und zu putzen, das könnt ihr vergessen. Das wird am Ende des Tages keiner machen und wenn nur einmal im Jahr oder sogar noch weniger. Fixelement fällt schon mal weg. Zweites Thema wäre eben die Terrasse. Hier eine Terrassentür.
Aber die Terrassentür ist natürlich auch wieder ein Sicherheitsaspekt, dass man da dann ein Geländer platziert, wie angeschnitten. Die Frage, natürlich möchte man jetzt auch kein blickdichtes Geländer, weil man ja natürlich die Aussicht sehen will. Das heißt, würde Glas werden. Glas jetzt in Kombination bei so einem traditionellen Baustil eher schwierig, finde ich persönlich, passt nicht ganz so gut rein in das ganze Konzept. Dann hätte man aber beim Glas auch wieder das gleiche, man hätte nochmal Glas. Müsste man auch wieder das Geländer quasi hier drüber irgendwie reinigen und so weiter. Oder man macht es eben aus Schmiedeeisen. Das wäre noch die einzige Option, aber dann bräuchte man natürlich überall größere Fenster. Es wären alles Türen. Und man bräuchte nochmal ein schmiedeeisenes Geländer. Sehr viele Mehrkosten, die eigentlich dann wieder nicht wirklich was bringen, weil man eben dennoch nicht so viel mehr Aussicht hat. Soweit generell alles schön zusammengeräumt. Da oben ist auch noch ein bisschen was gemacht worden. Es sind die Bühnen vom letzten Mal mittlerweile auch schon nicht mehr hier, sind alle schon auf einer anderen Baustelle. Ich glaube sogar bei mir in der Umgebung, oben in Posen. Und generell alles schön zusammengeräumt und vorbereitet dann für die Zimmerei, die dann am Donnerstag kommen sollte. Dann sehen wir uns wieder am Donnerstag. Leute, ich fühle mich gerade wie beim letzten Video, wo wir mal einen regnerischen Tag beim Dreh hatten. Nur dass das hier im Vergleich einfach viel mehr ist. Heute haben wir nämlich Mittwoch. Anders als geplant sind die Leute von der Zimmerei sogar früher gekommen, also heute schon, obwohl erst morgen geplant war. Einerseits ja super Sache, aber ihr könnt es sehen, was für ein Wetter heute. Es schüttet wie aus Kübeln, aber dennoch ist ein Teil vom Dachstuhl schon da. Vielleicht seht ihr das, dieses Häufchen Holz, das ist ja der Dachstuhl. Soweit es ausschaut, haben sie jetzt auch ihre Sachen gepackt. Verständlich irgendwo, denn da möchte ich bei dem Wetter auch nicht hoch. Schauen wir mal, wie es morgen wird. Das Wetter soll nicht besser sein, aber wir dürfen euch am Donnerstagabend begrüßen. Hinter mir, ihr seht es, der Wetterbericht war heute zumindest genauso wie geplant. Nicht spektakulär, aber genau richtig für das, was angestanden ist. Ihr seht es hinter mir. Ich spanne euch nicht zu lange auf die Folter. Let's go! Auch in dieser Woche haben wir wieder vom Kooperationspartner dieser Folge profitiert, nämlich Reolenk. Wie ihr wisst, wir haben zwei Kameras, die Go PT Ultra und die Argus PT Ultra bei uns im Betrieb. Einmal mit einer separaten SIM-Karte, man kann sie also überall montieren. Dementsprechend ist sie bei uns drüben bei der Garage, da reicht das WLAN nicht aus. Und die zweite Kamera, die ist an das WLAN angeschlossen und bietet diesen wunderschönen frontalen Blick auf die Baustelle generell. Beide nehmen auf in 4K, 8 Megapixel, stromversorgt werden beide mit Solar, können natürlich aber auch separat geladen werden. Und wir haben die ja mittlerweile jetzt schon seit 1-2 Monaten. Wir mussten sie kein einziges Mal laden, hatten immer volle Stromleistung und für uns der große Vorteil natürlich die Zeitrafferaufnahme. Wie ihr sehen könnt, es ist alles abgedeckt worden, weil es morgen schon wieder in Strömen regnen soll. Deshalb können wir euch jetzt die Zeitraffer mal einblenden von diesem ganzen Tag. Dann wurden alle Pfetten positioniert, grundsätzlich auch alle Span und das in dieser schönen Zeitrafferaufnahme von 2 Ansichten. Eine Sache, die vielleicht viele von euch gar nicht berücksichtigen oder noch nie berücksichtigt haben, so wie ich, ist folgende. Man kann hier bei uns nicht immer vorbeifahren. Wenn ein Lastwagen kommt, etwas liefert, dann muss man mal 5-10 Minuten warten. Dadurch, dass ich aber die Kamera installiert habe, kann ich jederzeit reinschauen. Ich bin schon einige Male gar nicht hergefahren, weil ich einfach kurz in der App reingeschaut habe, konnte beide Ansichten jederzeit zugänglich reingehen und wusste schon, okay, schlechter Zeitpunkt, ich komme erst gar nicht vorbei und lasse die Profis einfach arbeiten. Also, zurück zum Video. Leider könnt ihr ja gerade gar nichts sehen, keinen einzigen Span jetzt hier von dieser Ansicht, aber deswegen gehen wir jetzt ein bisschen weiter rüber. Denn es stehen natürlich auf
dieser als auch auf dieser Seite jeweils die Pfetten raus. Ich habe schon mehrmals angeschnitten, die sind doppelt. Das heißt, der kurze ist unten, der längere ist dann oben, sind zusammengesetzt worden. Ihr habt es auch in der Zeitraffer jetzt gesehen. Und hier seht ihr sie rausstehen. Da kommt jetzt jeweils aber nochmal ein Span drauf. Von der Seite als auch von dieser Seite, damit wieder der Giebel entsteht. Der ist sowohl auf der als auch auf der anderen Seite noch ausgelassen worden. Aber jetzt mal ein spezielles Augenmerk, vielleicht nehmen wir da auch jetzt für die B-Roll einfach die Detaillinse. Ihr könnt die Form der unteren Pfette betrachten. Das ist nämlich eine richtig edle Verjüngung. Hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir egal was eigentlich nehmen. Wir haben hier folgende Möglichkeiten mal präsentiert bekommen, was wir uns quasi aussuchen können. Könnt es gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wofür ihr euch vielleicht entschieden hättet. Wie gesagt, wir haben uns hier für diese Variante entschieden, weil es einfach ganz edel war. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, super, du hast jetzt super viel gedacht bei der untersten und die obere einfach komplett plump. Wie ihr sehen könnt, senkrecht abgeschnitten, kein Muster, keine Form. Gibt es ja auch ganz oft, dass da das einfach auch nochmal veredelt wird und das dann auch so bleibt. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Warum? Weil genau da dann das Hängebrett drauf kommt. Das Hängebrettmuster, das kann ich euch jetzt auch schon mal einblenden. Es ist noch nicht da, aber es wird natürlich mit dem Dachstuhl auch schon montiert. Kommt nicht erst später, weil zuerst das Hängebrett installiert wird, dann kommt der Windladen drauf und deswegen ist es auch mit dem Dachstuhl jetzt dann quasi auch schon montiert. Und deswegen ist da keine Verjüngung, keine Verschnitzung, keine Ausnehmung drauf. Und nochmal ein witziges Element. Darunter seht ihr dieses schwarze Element. Das ist eine Zierrosette. Und die ist dreidimensional. Das ist quasi fast schon wie eine geschlossene Blume, je nachdem, wie man es argumentieren möchte. Für mich ist es so eine geschlossene, seerosenmäßige Blume, sage ich jetzt mal. Aber mir gefällt es extrem gut, weil es dreidimensional ist. Mittlerweile gibt es eigentlich fast immer nur diese fast komplett zweidimensionalen Scheiben, die dann eben mit der Schraube reingedreht werden und dann war es das aber auch wieder. Ich wollte aber genau das haben. Deswegen bin ich speziell zu einer Spenglerei bei uns in der Umgebung. Und die hatten nichts lagert davon. Keiner hat in den letzten 15 Jahren sowas jemals angefragt. Aber wir haben dann einen Restbestand gefunden, bin dann später nochmal am Abend vorbei, sind dann zu einem alten Helikopterhangar hier bei uns in der Umgebung. Ich habe nicht mal gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Und da waren noch ein paar Boxen, da waren noch 200 Stück von einem Altbestand vorhanden, original verpackt und genau die habe ich mir geschnappt und habe jetzt ihren Platz bei der Sonnleiten-Residenz gefunden. Das hört sich jetzt vielleicht so an, wow, so richtig crazy, voll einzigartig oder irgendwie so in die Richtung. Das war zumindest auch mein Gedanke. Bis ich letztens mal auf dem Balkon war. Witzigerweise, das war hier am Anfang der Folge, als ich die Aufnahmen am Balkon oben beim Elternhaus gedreht habe. Dann bin ich drauf gekommen, das sind genau die gleichen Zierrosetten wie bei meinem Elternhaus. Ich habe die noch nie ganz gesehen, aber da oben sind sie. Ich wurde quasi unterbewusst gebrandet, von meiner Kindheit vielleicht sogar. Naja, jetzt passt das alles in der Hinsicht auf jeden Fall mal gut zusammen. Über dem Eingang ist die kleine Wiederkehr noch nicht montiert worden. Wie gesagt, heute ist wirklich mal Fokus auf die Pfetten generell, auf die Span generell gelegt worden und das alles kommt wahrscheinlich dann kommende Woche, weil es morgen relativ schlechtes Wetter ansagt. Aber man hat jetzt auch keinen Blick auf die Span. Die Span wurden nämlich auch ausgeschnitzt und haben so eine quasi so eine Hohlkelle drinnen, nochmal mit einem kleinen Absatz. Am besten machen wir das auch wieder mit der Detailaufnahme. Herzlich willkommen in der Sonnleiten-Residenz. Wir stehen im Eingang. Das Eingangspodest, ihr seid jetzt oben beim zweiten Podest, vorm Dachgeschoss und der Blick hier hoch, der ist wirklich jetzt gerade einmalig. Müsst ihr euch vorstellen, das wird ja alles wieder geschlossen. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine Momentaufnahme, die wir so in der Hinsicht nie wieder so bekommen. Das heißt, ich finde es einfach so cool, dass wir das jetzt aufnehmen, einfangen können für euch, denn das ist wirklich einzigartig. Und bitte macht euch jetzt keine Sorgen, die Plane ist wirklich nur Schutz vor Regen. Die bleibt nicht oben, die kommt wieder runter. Ihr habt es vielleicht außen gesehen bei den Aufnahmen, geht sich gerade so nicht aus, dass das ganze Dach bedeckt ist. Das heißt, da ist nochmal ein Schlurf Plane dazu geflickt worden quasi. Aber erfüllt wunderbar seinen Zweck, kommt aber natürlich wieder weg. Ihr seht hier hoch,
auf den Dachstuhl von unten. Wie gesagt, hier geht es wirklich hoch. Man sieht da oben schon die Pfette, die lange Pfette, die quasi durchgeht. Aber am besten gehen wir auch direkt zu euch rein. Da ist es natürlich genau gleich. Ihr habt eine gewaltige Höhe in diesem Raum. Wirklich sensationell. Hier auch wieder die Pfette drinnen. Wie gesagt, das wird aber alles kein Sichtdachstuhl. Das heißt, da wird eine Decke eingezogen, weil es einfach nicht sein muss. Und der Raum, ihr seht es jetzt schon, der ist gewaltig hoch im Verhältnis zu dem, wie groß er ist, obwohl der Raum eigentlich relativ groß ist, muss ich schon ehrlich sagen. Es sind großzügige Schlafzimmer geworden. Super für jeden Gast, für jeden, der hierher kommt. Und ihr seid sicherlich schon gespannt, wie schaut es jetzt aus im Wohn-Ess-Bereich, wo ja der Sichtdachstuhl dann seinen Platz finden wird. Jetzt eine spezielle Situation, weil man sich es noch nicht so ganz vorstellen kann. Ihr seht es, die Wiederkehr in seiner Form, wie es dann tatsächlich sein wird, ist noch nicht platziert. Wenn ihr den Winkel so generell betrachtet, dann könnt ihr euch vorstellen, wo quasi der First von der Wiederkehr dann seinen Platz finden wird. Es ist so eine gewaltige Höhe in diesem Raum im gesamten oberen Stockwerk. Ich kenne es ja mittlerweile auch schon vom ersten Untergeschoss, vom zweiten Untergeschoss. Jedes Mal, wenn die Decke drauf war, hat es witzigerweise nochmal größer ausgeschaut als vorher ohne Decke. Warum? Keine Ahnung, ist wieder so optische Täuschung vom Auge, nehme ich mal an, aber jetzt ist es schon wirklich brutal. Dadurch, dass jetzt die Plane drauf ist, hat man auch dieses geborgene Gefühl, sage ich mal. Hier dieser Raum nach wie vor nicht gemauert, wird erst später kommen, genau wie drüben im Schlafzimmer, da gehen wir gleich hin. Aber hier seht ihr schon mal die Struktur dann vom tatsächlichen Dachstuhl. Heißt, hier wird es ein Sichtdachstuhl, bedeutet, das wird man dann alles grundsätzlich sehen. Lasst euch nicht täuschen. Es wird ja alles nochmal verblendet mit Altholz und da kann man sehr viel auch künsteln. Ich könnte jederzeit auch sagen, ich möchte hier nochmal irgendwie optische Pfette rein, weil es mir im Raum irgendwie gut gefällt. Hätte statisch null Auswirkung. Für jeden, der Statiker ist, der würde sich fragen, was soll das? Aber es würde gut ausschauen. Also jeder in Kitzbühel oder so, die machen ja auch nichts anderes teilweise. Mich wundert es manchmal, dass es keinen Sichtdachstuhl im ersten und im zweiten Untergeschoss gibt. Ja, das wird es bei mir nicht geben. Von dem her, das wird dann die tatsächliche Höhe. Wir kommen noch ein bisschen höher rauf. Ihr wisst es, 25 cm Fußbodenaufbau, schon gewaltig. Fühlt sich richtig crazy an. Jetzt sehen wir auch wirklich mal die Span an der Seite. Hier seht ihr diese Ausnehmung. Das ist diese Kelle und dann nochmal eine kleinere Kelle und alles wunderschön hier in der Flucht. Einfach nur der Wahnsinn. Es riecht so geil nach Holz wie in einer Sauna. Wir gehen weiter. Hier durch das Loftelement. Da gab es noch kein Update. Letzter Stand ist der aktuelle Stand. Wir gehen weiter und zwar hier. Es ist alles so unglaublich hoch. Fuck, so crazy. Da kommt nochmal das Klo bzw. Toilette her. Wieder hier die Mauer, kommt dann bis zur tatsächlichen Decke hoch. Man hatte die Dachschräge quasi in der Toilette drinnen, bis 1,82 m auf dieser Seite. Jetzt kann man es tatsächlich auch sehen. Wie gesagt, jetzt ist es ja noch 2 Meter irgendwas, weil die 25 cm Fußbodenaufbau noch nicht dabei sind. Dann kommt man hier rein und zwar in das Badezimmer. Gewaltig. Ich werde echt sprachlos. Wahnsinn. Das sind auch die Ziegel für die Zwischenwände. Später dann quasi, sobald der Dachstuhl fertig ist. Ich bin echt brutal überrascht. Das war heute ein einziger Tag. Und um der Zimmerei ein bisschen mehr Platz hier zu bieten, ist die Terrassierung hinter euch tatsächlich noch vor Ort geblieben. Das heißt, die wird erst später abgebaut. Ist aber wunderbar. Ihr könnt es sehen, da steht auch ein ganzer Block Holz nochmal. Oben sind noch ein paar Span. Alles Mögliche noch fürs Dach. Wie gesagt, das ist erst ein Tag vergangen. Das heißt, es ist noch sehr viel zu machen. Seht ihr dann alles kommende Woche am Sonntag. Ich sage danke fürs Einschalten. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Macht es gut. Schönes Wochenende.